Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie zu meinem Referat über den Schacht Laupenstraße, Schachtbau unter dem Gleis begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Marc Freiburghaus, ich bin Bereichsleiter Spezialtiefbau bei der Marti AG in Bern und ich darf dieses Referat im Rahmen der Online-Frühjahrestagung von Geotechnik Schweiz halten, die sich ganz dem Tiefbahnhof Bern widmet. Ich werde über die folgenden Themen sprechen. Einerseits über die Schlitzwand, Ihnen etwas über die Sprießung berichten und zu guter Letzt ein paar aktuelle Impressionen der Arbeiten, wie sie sich heute zeigen, präsentieren. Wo befindet sich unsere Baustelle? Nun beim Bahnhof Bern, das war nicht so schwer zu erraten. Der Bahnhof Bern befindet sich im Westen der Altstadt von Bern und unser Zugang Laupenstraße befindet sich ganz konkret südwestlich des eigentlichen Bahnhof Hauptgebäudes an der eben angesprochenen Laupenstraße. Er ist eigentlich eingepfercht zwischen dem Gleisfeld nördlich, dem Fruchthof südlich, darüber die Stahlplattform, darauf komme ich noch zu sprechen, und hier sehen Sie schon den eigentlichen Schacht. Die ganze Logistik erfolgte über dieses kleine Gässchen, das Merkur-Gässchen, und Sie können hier schon erahnen, da bleibt nicht mehr viel Platz für die Arbeiten. Warum baut man diesen Schacht überhaupt? Aus diesem Schacht wurde dann ein Zugangsstollen erstellt im Gefrierverfahren und mittlerweile in diesen Tagen sind die eigentlichen Arbeiten für die beiden Kavernen unterhalb des Bahnhofs gestartet. Diese werden eben aus diesem Schacht Laupenstraße erstellt. Die ganze Logistik erfolgt über diesen Schacht, also alles, was rein und raus geht, für diese Kavernen geht da über den Schacht Laupenstraße. Und im Endausbau ist er dann auch ein Rettungsschacht für Notfälle. Die anderen Schächte, ich glaube, über den einen oder anderen werden Sie auch noch im Rahmen der anderen Referate etwas hören. Sehen Sie hier, das ist der Schacht Lengasse, hier vorne der Schacht im Eilgut und da noch etwas weiter hinten der Schacht im Wildpark. Unsere Baustelle ist Teil des RBS-Ausbaus, also eben die zwei Kavernen gehören dann der RBS, nicht zu verwechseln mit dem Teil der SBB, aber hier wirklich Teil RBS. Geplant hat das eine Ingenieurgemeinschaft Baser-Hoffmann, Emch und Berger, B&S, mit Theo Hotz Partner, und ausführen durften wir, die Marti AG Bern, dies in Arbeitsgemeinschaft zusammen mit der Firma Frutiger. Einige Worte zum geologischen Aufbau. Sie sehen im oberen Bereich doch relativ mächtige künstliche Auffüllungen. Dann kommen Rückstausedimente, relativ feinkörnige Rückstausedimente dazu, eine kompakte, kurze Moränenschicht, bevor sich dann schleifend die untere Süßwassermolasse aufbaut. Diese Süßwassermolasse, die hat eine Wechsellagerung aus mittel- bis grobkörnigem Sandstein, Feinsandsteinen, Siltsteinen und Mergel. Der Grundwasserspiegel befindet sich etwa hier oben, also relativ hochliegend. Und was Sie hier auch sehen, einige geologische Kennwerte, vor allem die Druckfestigkeiten, doch sehr, sehr heterogen. Und auch die Lockergesteinsbaugrundkennwerte sind sehr unterschiedlich, zum Teil kohäsiv, zum Teil nicht. Was haben wir gebaut? Einerseits eine Schlitzwand. Diese Schlitzwand besteht aus 23 Elementen. Als Besonderheit hier vielleicht noch zwei Barrett-Elemente für die Sprießung dann später. Ich komme noch darauf zurück.
Die Bauarbeiten für diese Schlitzwand haben rund 3 Monate gedauert. Gestartet sind wir im Januar 2018, abgeschlossen haben wir die Arbeiten dafür Ende März 2018. Weiter wurde eine massive Stahlplattform gebaut. Diese Stahlplattform ist, wenn Sie auf der Laupenstraße da von der Autobahn Richtung Innenstadt fahren, können Sie diese unschwer erkennen. Die Rampe geht da hoch, da sind mittlerweile die Installationen und Container der Tunnelbauequipe installiert, geht dann da zwischen den beiden Gebäuden durch, über das Gleisfeld, und da ist dann eigentlich die ganze Installationsfläche für jetzt auch die Tunnelbauarbeiten. Also diese Plattform wurde natürlich nicht nur für uns gebaut. Weiter wurde eine Hilfsbrücke eingebaut nach dem Abschluss der Schlitzwandarbeiten. Diese Hilfsbrücke überragt eigentlich den halben Schacht, und es wurden Filterbrunnen gebohrt, um den Grundwasserspiegel abzusenken. Die Baugrubensicherung erfolgte mit einer 5-lagigen Sprießung. Die Sprießlagen sind alle in etwa gleich aufgebaut. Sie sehen hier dominant die beiden zentralen Stützen, und da eigentlich der halbe Schacht, der abgedeckt ist über die Gleishilfsbrücke. Und zu guter Letzt wurden Mikropfähle gegen Auftrieb ab dem untersten Niveau erstellt. Wie haben wir gebaut? Bei der Schlitzwand, die wurde eigentlich in 2 verschiedenen Typen quasi gebaut. Der Teil Süd erfolgte jeweils in den Nächten Mittwoch bis Freitag in 3 Nächten pro Element. Das Gleis hier oben blieb drin, die Fahrleitung blieb oben, der Strom jedoch abgestellt. Und im Teil Nord wurde je nachdem entweder das Gleis entfernt oder aber überdeckt. Die Fahrleitung wurde entfernt und dann wurde das Schlitzwandelement erstellt. Diese Arbeiten erfolgten jeweils von Samstagmorgen bis Sonntagabend, und in der Nacht vom Sonntag auf Montag wurde das Gleis wieder eingebaut, gestopft, und die Fahrleitung wurde wieder montiert. Am Montagmorgen musste der erste Zug wieder fahren. Zusätzlich wurde aus Standsicherheitsgründen hier oben ein Spundwandkasten erstellt. Wir sehen hier der Seilbagger, wie er ein Armierungselement einbaut. Jedes Schlitzwandelement hat 2 solche Körbe drin, die dann nacheinander eingebaut wurden. Sie können hier auch erahnen, die Platzverhältnisse sehr, sehr schmal. Das Dach da bei der alten Laderampe musste sogar zurückgeschnitten werden, um genügend Platz zu haben. Nachfolgend einige Impressionen dieser Schlitzwandarbeiten, wie sich das gezeigt hat.
Sie konnten diesen Aufnahmen unschwer entnehmen, es blieb nicht mehr viel Platz neben unseren Gerätschaften. Das war wirklich die große Herausforderung, die sehr, sehr engen Platzverhältnisse zusammen mit den anspruchsvollen Zeitverhältnisse, die wir hatten, oder knappen Zeitverhältnisse, die wir hatten. Nebst dem Seilbagger, der schlitzen musste, war auch die ganze Bentonit-Installation auf Platz. Abgeschaltet zwischen den Elementen wurden mit Bohrrohren, die dann mit einer Verrohrungsanlage wieder gezogen wurden, weil am Seilbagger hätte man die Verrohrungsanlage gar nicht mehr montieren können. Theoretisch hat das eigentlich ganz gut ausgesehen. Man hat sich nämlich mal vorgestellt, dass man sogar pro Wochenende 2 Schlitze hätte betonieren wollen. Also man hat sich da vorgestellt, mit 2 Fahrmischern da hinzufahren, die Seilbagger irgendwo nebendran parkiert. Und da ist schon der erste Überlegungsfehler, weil für die Betonierarbeiten benötigen Sie zwingend einen Seilbagger, der die Logistik macht für die Schüttrohre, um die Armierungskörbe einzubauen und so weiter und so fort. Also Sie können da unmöglich mit dem Fahrmischer hinfahren. Zudem benötigen Sie je Armierungskorb ein eigenes Schüttrohr, um das Betoniergleichgewicht zwischen beiden Körpern halten zu können, damit sich die Körper nicht horizontal verschieben. Praktisch hat das so ausgesehen, und Sie sehen hier, es ist wirklich verflucht eng zwischen dem Seilbagger und dem sich im Betrieb befindenden Gleis. Hier der Aushub, der abgeführt wird, die Bentonit-Installation, da möchten Sie nicht noch die Hand dazwischen halten. Unten auch, Sie sehen hier wartet der Zug schon für die Durchfahrt und hinten dran sind die Schlitzwandarbeiten im vollen Gange. Der Fahrmischer konnte gar nicht mehr zufahren, also musste man den Beton pumpen. Weitere Herausforderungen waren Altlasten, die man angetroffen hat im Boden. Man hat Ölverschmutzungen im Baugrund festgestellt. Diese waren zunächst im Bentonit festzustellen. Es hat wirklich einen Ölfilm darüber gegeben. Das ist dann heikel für auch die Standsicherheit der jeweiligen Elemente. Also das Bentonit musste separat abgepumpt werden, wurde in einem separaten Silo gelagert und musste dann speziell entsorgt werden. Die gleichen Altlasten hat man dann natürlich auch bei der Wasserhaltung angetroffen und im Aushub noch einmal. Eine weitere besondere Herausforderung war der Einbau eines 25 Meter langen Armierungskorbs in einem Stück mit massivster Bewehrung, weil der zu schwer gewesen wäre, um nur mit einem Hebegerät anheben zu können und sich der zu stark durchgebogen hätte, musste man diesen mit einem Spezialpneukran einheben, zusammen mit dem Seilbagger. Und der eigentliche Antransport war ebenfalls eine sehr, sehr große Herausforderung durch das Merkurgässe. Sie erinnern sich vielleicht an eine meiner ersten Folien, wo Sie das gesehen haben. Der Transporteur dieses Armierungskorb, der ist da gekommen, hat sich das angeschaut, hat den Kopf etwas schief gehalten und dann gesagt, ja, es ist knapp, aber es geht. Und ich hätte also da nicht mehr meine Hand zwischen dem vorderen Teil des Anhängers und dem hinteren Teil der Armierung halten wollen. Also es war wirklich eine Sache von Millimetern. Mehr wäre nicht gegangen. Sie sehen hier, wie die Armierung im Zeitraffer mit beiden Hebegeräten angehoben wird. Eben wie gesagt, massivste Längsarmierung. Mit dem Pneukran. Und Sie sehen auch, das Gleis daneben befindet sich in vollem Betrieb, also da fahren ständig Züge durch.
Welche Lehren ziehen wir aus der Baustelle, aus den Schlitzenarbeiten? In diesem Fall war für die Leistung eigentlich entscheidend die Zugänglichkeit und die Platzverhältnisse und nicht die eigentlichen Arbeiten. Die hätte man grundsätzlich schneller machen können, aber es war schlichtweg nicht möglich, weil einfach die Platzverhältnisse gefehlt haben. Wenn Sie solche Dinge planen, denken Sie daran, in der Nachtarbeiten benötigt mehr Zeit, also Tagesleistungen sind in der Nacht nur noch halb so groß. Und wenn Sie unsicher sind, wie Sie eine solche Arbeit ausführen können, nehmen Sie als Planer vielleicht vorab mit einem Unternehmer Kontakt auf, um zu kontrollieren, ob das, was Sie sich vorstellen, überhaupt möglich ist. Und kontrollieren Sie Ihren Maßstab an den Installationszeichnungen, ob das überhaupt geht. BIM kann da vielleicht gewisse Sachen entschärfen oder helfen, wenn man das 3D modellieren kann und sich etwas besser vorstellen. Nachfolgend einige Ausführungen zur Sprießung. Die Sprießung wurde, wie gesagt, in 5 Sprießlagen eingebaut. Sie steht auf 2 zentralen Stützen. Die ganz große Schwierigkeit war auch hier die sehr eingeschränkte Zugänglichkeit, weil, wie ich bereits angesprochen habe, die Gleishilfsbrücke deckt eigentlich fast den halben Schacht ab. Sie können das auch hier im Schnitt unschwer feststellen. Und darum wurde diese Sprießung in Elementen eingebaut. Sie können hier auf dem Plan einige dieser Elementaufteilungen erkennen. Diese Elemente wurden alle geschraubt, um möglichst wenig Schweißarbeiten ausführen zu müssen. Was auch gemacht wurde, war eine kontinuierliche Überwachung, einerseits geodätisch an der Baugrubenwand, an den umliegenden Gebäuden. Es wurden Piezometer installiert, es wurden Inklinometer installiert und speziell auf der Sprießung wurden die Sprießkräfte mittels Schwingseiten oder werden nach wie vor die Sprießkräfte mittels Schwingseiten kontinuierlich überwacht, um zu sehen, wie sich da die Lasten aufbauen. Wie wurde diese Sprießung eingebaut? Die doppelte Longarine außerhalb, also Sie sehen hier, das ist die zweilagige HB 600 Longarine, die wurde zunächst provisorisch auf 2 Ebenen eingebaut, wurde so weit wie möglich verschweißt in der jeweiligen Lage oder in der jeweiligen Ebene. Dann wurde die obere Ebene heruntergelassen auf die untere, diese wieder miteinander verschweißt und schlussendlich mit hochfestem Mörtel hintergossen. Spezialität waren diese Sprießknoten bei den 2 zentralen Stützen. Das war eigentlich die letzte Arbeit, die ausgeführt wurde, weil mit diesen zentralen Stützen oder mit diesen Sprießknoten konnten die Toleranzen aufgenommen werden. Und weil Sie sich sicher vorstellen können, dass man da dann nicht noch tagelang hat warten wollen, bis der Aushub mit dem Aushub fortgeschritten werden konnte, musste da mit hochfestem, sehr schnell abbindenden Mörtel das ausgegossen werden. Und was aber da zu bedenken gibt bei solch zentralen Stützen, dass Sie, wenn Sie einen Sprießausfall haben sollten, dass Ihnen da unter Umständen eine Kraftkomponente in eine Richtung fehlt oder eben je nachdem dann die Sprießkräfte in den Rohren relativ schnell ansteigen können. So hat es dann ausgesehen einmal unten. Wie ich bereits angesprochen habe, wurden unten dann noch Mikropfähle gebohrt mit einem Kellerbohrgerät. Hier sind jetzt alle 5 Sprießlagen drin. Dann wurde eine massive Bodenplatte erstellt mit einem Absatz. Hier in diesem Bereich wurde dann das Tunnelportal ausgeführt
und die 5. Sprießlage vor dem Start des Tunnelbaus wieder, oder eigentlich mit dem Erstellen der Bodenplatte, wurde die 5. Sprießlage wieder ausgebaut. Und dann konnte der eigentliche Tunnelausbruch gestartet werden. Auch hier die große Schwierigkeit, die logistische Zugänglichkeit. Wie haben wir das gelöst? Den Schuttabtransport haben wir mit Mulden gemacht. Der Freibereich, der da übrig bleibt, also die Plattform oben ist eigentlich auf der gleichen Achse wie die Gleishilfsbrücke unten dran. Und der Freibereich, den Sie dann noch zur Verfügung haben für die Logistik, ist rund 4 mal 11 Meter. Wir haben oben dann einen großen Seilbacker hingestellt, der die Mulden angehoben hat und natürlich auch die Sprießelemente runtergehoben hat. Um Zeit zu gewinnen, haben wir die Sprießung in kleinsten Elementen gemacht. Sie haben vorhin die Einteilung gesehen dieser Elemente und mit möglichst vielen schraubbaren Verbindungen, möglichst wenig Schweißnähten. Für den Seilbackerführer war diese Arbeit sehr, sehr anspruchsvoll. Er stand einerseits auf einer Plattform, die sich auch etwas bewegt, natürlich, wie Sie sich vorstellen können bei diesen großen Lasten. Und vor allem für ihn sehr herausfordernd, er hatte keine direkte Sicht in den Schacht. Er stand etwas zurückversetzt und er hat sich dann beholfen, indem er eine Videokamera installiert hat mit Sicht in den Schacht und einem Bildschirm in seiner Kabine. Zusätzlich wurde er natürlich dann jeweils unten mittels Funk avisiert, wie er seine Last zu platzieren hat, respektive anzuheben hat. Kleiner Fakt am Rande, hier unten sehen Sie die Erweiterung des Gleises nach Westen, da für die längeren Züge 400 Meter lange Erweiterung Richtung Westen, wo jetzt eine Stahlplattform drüber geht für die Doppelkomposition. So hat es dann unten im Schacht während der Sprießarbeiten ausgesehen. Sie sehen, es kamen nur wirklich Klein- und Kleinstgeräte zum Einsatz und die Hebeleistung dieser Geräte war dann eigentlich auch für die Größe der Sprießelemente entscheidend, wie man die aufgeteilt hat. Was Sie hier auch gut sehen, sind die Platten hinten dran als Verbindung zwischen den Elementen, wo die dann jeweils nebst den Schraubverbindungen auch festgeschweißt wurden. Mit den gleichen Geräten hat man natürlich dann auch den Aushub in die Mulden gebracht. Welche Lehren ziehen wir daraus? Einerseits beziehen Sie die Logistik sehr früh in Ihre Planung ein. Es reicht nicht oder es ist zu spät, wenn dies erst geschieht, sobald der Unternehmer bestimmt ist, denn sie kann sehr, sehr weitreichende Konsequenzen haben, wie man hier gesehen hat. Also wenn die Hebegeräte die Größe der Sprießelemente vorgeben, oder die maximal möglichen Hebegeräte die Größe der Sprießelemente vorgeben, dann ist das bereits sehr früh auch im Bewilligungsverfahren mit dem BAV zu berücksichtigen. Denn was hier sehr speziell war, man hat sehr, sehr konservative Vorgaben vom BAV erhalten. Auch die Lastangaben, die man annehmen musste, waren sehr, sehr konservativ und das war so vorgegeben. Wir haben, also beispielsweise musste die Sprießung oder die Sprießkräfte mussten an der unendlich langen Baugrube nachgewiesen werden. Und die effektiven Lasten, die man natürlich dann gemessen hat, waren viel, viel geringer. Gewisse Lagen haben fast keinen Druck erhalten. Vor allem die 5. Lage, die doch sehr kurz eingebaut war, vor allem auch aufgrund der natürlich eigentlich für einen Schacht sehr günstigen Geometrie. Diese besagte 5. Sprießlage war nur sehr, sehr kurz eingebaut, also wenige Wochen. Sie musste jedoch mit dem gleichen Aufwand, den gleichen Auflagen wie die restlichen Sprießlagen ausgeführt werden und hat natürlich entsprechend Geld gekostet,
über die Verhältnismäßigkeit, dafür kann man sich sicher streiten. Was speziell war, die Vorgabe, also zumindest so stand es auf den Planköpfen, war die Ausführung nach Execution Klasse 3 gemäß EN 1090. Das ist sehr schnell auf einen Plankopf geschrieben, aber der Konsequenzen, die das mit sich zieht, müssen Sie sich wirklich bewusst sein. Also sei das die Prüfungen der Schweißer, sei das alle schriftlichen Arbeitsanweisungen, der Schriftverkehr, der da einzuhalten ist, aber dann insbesondere, und das war hier ein Killerkriterium, der Aufwand für alle Prüfungen, die Sie durchführen müssen, wie viel, also die Anzahl an Schweißnähten, die Sie überprüfen müssen und so weiter, wäre hier nicht möglich gewesen. Ein guter Rat, wenn Sie wirklich ein Bauwerk haben, das nach Execution Klasse 3 ausgeführt werden muss. Kleine Klammerbemerkung, dies ist nur bei permanenten Bauwerken vonnöten, bei temporären Baugrubenverbauten muss die EN 1090 nicht zwingend eingehalten werden. Wenn Sie aber wirklich ein Bauteil haben, das nach Execution Klasse 3 ausgeführt werden muss, rate ich Ihnen dies unbedingt im Kapitel Stahlbau auszuschreiben und nicht im Kapitel Baugrubensicherung, also NPK 162, weil das ist für eine Spezialtiefbaubaustelle ist das nicht mit verhältnismäßigem Aufwand zu realisieren. Und ein Spezialtiefbauer ist sich auch dessen nicht unbedingt bewusst. Also schreiben Sie das wirklich im Kapitel Stahlbau aus, dann ist dann auch für den Spezialtiefbauer klar, dass da sehr, sehr große Anforderungen gefordert sind. Wie sieht es heute im Schacht aus? Die Maschinen sind bereit, respektive die Arbeiten wurden mittlerweile gestartet. Sie sehen hier die eingebaute Sprießung. Der Bohrjumbo, der bereit steht. Oben wurden die Förderbänder montiert, um den Ausbruch nach oben zu bringen und dann in Lastwagen zu verladen. Und im Tunnel stehen auch die Maschinen eigentlich in den Startlöchern. Man hat da angefangen mit den ersten Ausbruchetappen und fängt jetzt eigentlich wirklich mit den Tunnelbauarbeiten an. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für diese doch relativ spezielle Online-Tagung. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, indem Sie diese in die Kommentare schreiben und wir werden diese Fragen dann jeweils während 2 Tagen versuchen zu beantworten, vom 5. und 6., eventuell auch noch am 7. Mai. Werden wir Ihre Fragen da versuchen jeweils zu beantworten. Besten Dank und gute Zeit.